Wenn ich Zeitdruck habe, dann heißt das für mich, dass mir Pünktlichkeit ganz großartig wichtig ist. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Was kannst du tun, wenn du in der Früh los musst und dein Kind will einfach nicht mit? Es ist diese Situation am Morgen, die so viele meiner Mamas, die ich begleiten darf, fordert. Die Momente, in denen du die Uhr regelrecht im Ohr ticken hörst und dein Kind einfach nicht mitkommt, die Schuhe noch nicht anzieht, irgendetwas noch holen muss oder doch am liebsten im Spiel vertieft zu Hause bleiben möchte. Wenn der Zeitdruck da ist, was kannst du tun? Wie kannst du reagieren? Darum geht es in dieser Episode und ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse dabei, wie du diesen Konflikt gewaltfrei lösen kannst. Viel Spaß! Jetzt habe ich mal eine Frage. Gerade unter Zeitdruck habe ich doch keine Zeit für die gemeinsame Lösungsentwicklung. Was mache ich dann? Warum habe ich keine Zeit? Warum habe ich keine Zeit? Zeit ist absolut relativ. Ich weiß, es ist jetzt irgendwie schwer anzunehmen. Ich weiß, was du meinst. Du musst los und es wartet jemand auf dich. Der klassische verrückte Morgen. Das Kind will sich nicht anziehen und du musst los. Zeitdruck, wenn wir ihn haben, dann stresst uns das. Ja? Das heißt, in unserem Körper entsteht schon so eine Art von Panik. Die Hormone, die machen da wirklich super toll mit. Unser Herz rast schon ein bisschen. Manche bekommen auch Schweiß. Panikschweiß, Angstschweiß. Ja, was mache ich denn nur? Wenn ich Zeitdruck habe, dann heißt das für mich, dass mir Pünktlichkeit ganz großartig wichtig ist. Richtig? Das heißt, Pünktlichkeit ist mir wichtig. Mir ist wichtig, dass ich mich an etwas halte. Consistency, ja, also ich möchte da konsistent sein. Ich möchte, dass sich der andere auf mich verlassen kann. Wenn ich Zeitdruck habe, dann ist es ein Aspekt, also Pünktlichkeit, ein Aspekt, dass ich auch verantwortungsvoll umgehen will mit der Zeit, die da ist. Und vor allem, wenn ich jetzt in die Arbeit muss und ich habe am Ende noch ein Meeting oder ich habe sonst irgendeinen Termin, dann will ich auch meinem anderen nicht schaden. Ich denke, da werden mir alle zustimmen. Zeitdruck, Pünktlichkeit heißt, ich möchte verantwortungsvoll umgehen mit der Zeit, die da ist und dem anderen nicht schaden. Jetzt gibt es für alles Lösungen. Es gibt immer mehrere Lösungen. Es ist nicht die Lösung, mein Kind unter Druck zu setzen oder zu bestrafen, damit ich mein Bedürfnis, nämlich rechtzeitig irgendwo anzukommen, erfüllen kann. Das ist ganz wichtig. Kinder sind nicht da, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Wir sind selber verantwortlich dafür, dass wir unsere Bedürfnisse erfüllen. Das heißt, wenn mein Bedürfnis es ist, rechtzeitig irgendwo zu sein, habe ich viele Möglichkeiten in der Früh bei dieser Beispielsituation, die ich gerade genannt habe. Ich kann früher aufstehen. Haben auch schon ganz viele Mamas probiert und haben dann gesagt, das hat nicht funktioniert. Ja, war bei mir auch so. Aber es ist eine Lösung und es ist eine Idee. Ich kann viele Dinge probieren, um rechtzeitig loszukommen. Ich kann früher aufstehen. Ich kann spielerisch mit meinem Kind umgehen. Ich kann die 10 Handgriffe, die ich vielleicht selber noch mache in der Früh, um loszukommen, weil ich das brauche, um gut loszukommen, einfach lassen. Ich kann mich viel mehr meinem Kind zuwenden und herausfinden, was es in der Früh braucht, um gut loszukommen. Denn auch dieses Loskommen in der Früh ist ein Thema, das sich dann nennt Übergänge. Und Kinder tun sich schwer, und wir Erwachsenen auch, von einem Ding in das nächste Ding zu gehen. Das heißt, wieder hier Wissen aneignen. Was braucht mein Kind, damit es gut loskommen kann? Wenn ich glaube, ich mache dem anderen Schaden, dadurch, dass ich zu spät komme, kann ich auch Verantwortung übernehmen dafür, dass ich zu spät komme. Das heißt, ich kann immer anrufen. Ich kann immer dem anderen sagen, hey, ich habe hier echt Zeitdruck, ich weiß, und es klappt heute nicht. Mir ist aber wichtig, dass ich hier nicht durchdrehe und Druck erzeuge bei meinen Kindern. Ich komme später. Ich verspäte mich einfach. Und ich glaube, das ist ein großer Aspekt, den wir oft
nicht wahrnehmen wollen, weil es natürlich da was mit unserem Gesicht zu tun hat. Ja, das Gesicht im Sinne von, wir wollen da nicht unser Gesicht verlieren. Wir wollen da nicht, dass jemand denkt, der andere ist irgendwie unzuverlässig. Wir haben da Gedanken. Ja, wir denken dann, was denkt denn da der andere? Wir wissen das aber nicht, weil Gedanken sind nicht Realität. Gedanken sind einfach nur Gedanken, die spielen sich in meinem Kopf ab. Wenn ich aber Verantwortung übernehme, dann heißt es, ich entscheide jetzt und ich entscheide mich jetzt. Entweder entscheide ich mich für die Bestrafung und mache irgendwie eine Methode, damit mein Kind funktioniert, oder ich entscheide mich dagegen und schaue, welche weiteren Lösungen es gibt. Und es gibt wirklich genügend. Die Frage ist, was brauchst du in dieser Situation in der Früh? Was stresst dich? Ich habe da auch in meinem Mentoring-Programm Gemeinsam wachsen immer wieder die Sache, ja, aber die Schule fängt ja um 8 an und wenn wir dann um 8:10 Uhr drin sind, ja, dann ist es ja irgendwie, das ist blöd und dann stehen wir noch im Stau und schwierig. Ja, ist so, es ist schwierig und es ist unangenehm, aber das ist auch der Punkt, wo wir dann unsere Frau stehen dürfen oder unseren Mann stehen dürfen und das Kind kommt dann in die Klasse rein, die anderen Kinder sind schon da. Auch das ist tatsächlich dann eine Lernerfahrung fürs Kind. Ja, wenn es dann feststeht, okay, wenn ich in der Früh 5-mal noch mich umziehen muss und nochmal 3-mal die Schuhe wechseln möchte, dann wird es zeitlich knapp. Und auch ein Aspekt, der im Rahmen der Pünktlichkeit wichtig ist, dass Kinder überhaupt kein Zeitgefühl haben. Dieses Zeit, ja, was ist Zeit? Das ist etwas, was Kinder wahnsinnig anstrengend erstmal lernen müssen. Und auch uns geht es so, wenn wir total begeistert an einer Tätigkeit sind, dann sind wir richtig im Flow und dann vergeht die Zeit total schnell. Okay, deswegen Zeit ist relativ. Ich ende das jetzt. Das war jetzt ein schöner Bogen eigentlich. Zeit ist relativ. Es kommt immer darauf an, wie ich etwas empfinde und wie ich natürlich mit dieser Zeit umgehe. Und es gibt immer Möglichkeiten. Es ist immer die Frage, übernehme ich Verantwortung für meine Entscheidungen oder gebe ich die Verantwortung für meine Entscheidungen ab? Und welchen Weg gehe ich? Gehe ich den Weg, dass ich sage, ich bestrafe jetzt mein Kind, damit es funktioniert, weil es ist scheinbar der einfache Weg. Und ihr habt da sicherlich recht, dass das einfach ist im ersten Blick. Aber im zweiten, dritten und vierten Blick und vor allem im Rahmen der Eltern-Kind-Beziehung ist es eine absolut schlechte Entscheidung, weil das so viele Konsequenzen mit sich bringt tatsächlich. Ja. Ich arbeite da mit einer Methode und verlasse den sicheren Rahmen und dieses Vertrautsein zwischen mir und meinem Kind, das ist so ein Drahtseilakt, mit dem man da arbeitet. Es ist eigentlich der größte Schatz, den ihr habt, das ist das Vertrauen, die Beziehung zum Kind. Und wenn ihr mit Bestrafung da dagegen arbeitet, dann arbeitet ihr eigentlich gegen die Beziehung von euch. Und ich möchte euch das wirklich ganz arg furchtbar ans Herz legen, zu überprüfen, wenn euch so eine Bestrafung in den Sinn kommt. Welche Gedanken habt ihr? Das ist der einfachste Weg, ist die eigenen Gedanken zu überprüfen. Die eigenen Gedanken zu überprüfen und dann im Nachgang zu gucken, und was brauche ich denn eigentlich? Brauche ich hier ein funktionierendes Kind oder geht es mir um was ganz anderes? Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Eine Frage, die ich außerdem immer wieder bekomme, ist: Manuela, was kann ich machen, konkret, damit mein Kind selbstständig und unabhängig wird? Hier lade ich dich herzlich ein, auf meiner Seite sprachzeichen.de/mit-kindern-sprechen vorbeizuschauen, denn hier findest du meine Vorträge, meine Masterclasses zu unterschiedlichen spezifischen Einzelthemen. Eine davon ist: Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird. In diesem Vortrag geht es vor allem um die 4 Kernbausteine, die Eltern ihren Kindern mitgeben können, damit diese frei werden, sich eigenständig und unabhängig entfalten können, nämlich emotionale Sicherheit, Freiheit, Vertrauen und Authentizität. Wenn dich also diese Fragen quälen, wie kann ich mein Kind unterstützen, Lösungen zu finden, wenn es alleine draußen unterwegs ist, dass es gut alleine zurechtkommt? Wie fördere ich die Selbstständigkeit bei meinem Kind? Wie kann ich Verantwortungsbewusstsein meines Kindes schulen? Und ja, welche Rolle spielt dabei auch das große Thema Vertrauen? Dann schau doch hier unbedingt mal vorbei.
Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird, ist mein Vortrag, meine Masterclass, die du 12 Monate zur Verfügung hast, alle Folien downloaden kannst und außerdem ein Gutschein bekommst in der Höhe von 97 € der Masterclass, die du dann innerhalb der nächsten 6 Monate für ein Einzelcoaching oder natürlich auch für mein Gruppenprogramm Gemeinsam wachsen anrechnen lassen kannst. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.